Links muss ein Ameisenvideo sein. Links ist irgendwie ziemlich brutaler Song, brutal militant eigentlich. Ruhe bitte. Video ab. Ton ab. Wieder reinschieben. Okay, cut. Ich wollte irgendwie einen Weg finden, wo man nichts Militantes zeigt, aber wo es doch militant ist. Also irgendwas, wo man nicht unbedingt jetzt menschliche Gewalt oder was auch immer sieht. Kommt doch mal alle zusammen. So ran. So ran. Geht langsam so in die Phase, wo wir fast schon drehen, ja? Hast du Thunfischstück probiert? Nee. Wahnsinn. Die Geschichte im Prinzip ist eine ganz arg einfache, weil Ameisen, ich wollte, dass diese Ameisen eigentlich so realistisch wie möglich sind, vielleicht mit einem menschlichen Touch, aber dass sie jetzt nicht so wie bei Walt Disney oder bei so Kinderfilmen sozusagen einen Charakter bekommen an Sympathie, sondern dass sie Ameisen bleiben, aber in irgendwie mit menschlichen Utensilien arbeiten. Dann war das Problem die Realisation. Wie macht man das dann? Dann hat sich herausgestellt, dass die Zeit viel zu knapp ist, um das in einem Monat noch herzureißen, weil die haben gesagt, ja genau, mach es, super. Jetzt haben wir das doch hingekriegt, so ein großes Team zu haben, ein Berliner Team und ein Stuttgarter Team, die parallel gearbeitet haben und das dann doch noch zu schaffen. Gibt es eigentlich Untertitel wegen Schwäbisch oder so? Muss ich mich ja nicht verstellen. Ich höre lieber Bach und Schubert als Rammstein oder so, aber ich hab auch schon völligen Blödsinn Musik, habe ich Clips dazu gemacht und man kommt dann doch immer in so einen Sog rein, wo einem die Musik dann auch richtig gefällt. Mit realen Ameisen ist es, glaube ich, also sagen wir mit einem Haufen realen Ameisen ist es, glaube ich, das Härteste, was es gibt. Du stellst sie hin und zack, sind sie plötzlich weg. Und das hat der Tierzüchter auch sich nicht so vorgestellt, weil alles, was wir gemacht haben, haben wir natürlich mit einem Tierprofi gemacht irgendwie. Und eine Ameise, glaube ich, ist sehr leicht kontrollierbar. Da kann man wirklich tolle Sachen machen. Das sieht man auch an dem Fußballspiel. Da sind es gerade mal so 20 ungefähr. Und die haben wirklich sogar den Ball mit dem rumgespielt und so weiter. Aber solange es eine Masse wird oder solange es wirklich eine bestimmte Richtung von A nach B gemacht werden soll, dann ist es eigentlich der blanke Horror. Es gibt einen Vergleich mit ganz arg großen Filmen. Ne? Weil es gibt da Formicula, dann gibt es irgendwie Starship Troopers, dann gibt es Stadt der verlorenen Kinder mit den Flöhen, diese Geschichten. Es gibt einen Vergleich, das heißt, Leute, die das sehen, sind es gewohnt, schon in der Form, sagen wir mal, Sachen zu sehen. Also sie haben das gesehen schon in Mikrokosmos und so weiter. Und hier ist halt das Neue, dass es im Zusammenhang mit Musik gebracht wird und vor allem im Zusammenhang mit so einer Art von Musik. Weil es schon eigentlich, finde ich, sehr einseitig ist. Ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen da abgedriftet in dieses dunkle, mysteriöse. Irgendwie zieht es einen damit immer runter. Was gut wäre, wäre die an dem Beingelenk und dass wir irgendwie ein Bruchding machen. Weißt? Ja, aber die kann man ja nicht kaputt machen. So Leute, alle die... Das nächste Rammstein-Video, wenn ich es machen darf, irgendwie muss komplett was, jawohl, lebensbejahend, Lustiges sein. Das ist schon auch wieder so, wow, Mann, irgendwie so. Aber es sind halt nun mal, Höhlengänge sind dunkel und die Stimmung da drin ist auch dunkel und morbid und die Geschichte ist auch morbid. Es ist Natur letztendlich, aber naja, künstliche. Und ich habe so ein Video noch nicht gesehen, glaube ich. Das gibt's noch nicht, Gott sei Dank. Herzen singen, kann ein Herz springen, können
Video ist echt nur so gut, wie der Song gut ist. Und ich habe Glück gehabt mit dem Song, wegen dem Text und allem irgendwie. Der ist wirklich gewaltig. Die Herausforderung ist es, den Song in eine neue Ebene zu bringen. Dass man mit dem Song, eigentlich stellt sich jeder irgendwas vor und ich würde gern was anderes zeigen und dem Song eine andere Ebene geben. Das heißt auch, dass bei einem brutalen Song könnte man auch sehr schöne Sachen zeigen, die nicht brutal sind, was auch immer. Und dann würde man immer diesen bitteren Beigeschmack dabei haben, was ja viel interessanter ist. Also Brüche und sowas. Und da haben mich viele gefragt, warum Ameisen und so, wie kommst du jetzt auf Ameisen? Ist besser. Ich glaube, eine Ameise ist besser als irgendwas mit Mensch. Ein Mensch taucht ja noch auf irgendwie am Schluss. Aber nur als kleine Reminiszenz an Phase 4 und Luis Buñuel. So, weil da auch Ameisen auftauchen. Ich habe mir überlegt, dass ich abhauen werde, falls alles schief geht. Das muss mal klar sein. Der Clip unseren allen Existenz ist gerade da drin. Das ist nicht so irgendwie sondern es ist komplettes Risiko. Wenn das schief geht, geht alles schief. Aber was kann denn schief gehen? Ich weiß es nicht. Dass die nicht zahlen, zum Beispiel. Ich glaube, ich habe ziemlich Glück, weil sie gar nicht viel reinreden und wenn, dann konstruktiv. Und naja, mal abwarten, wenn es fertig ist, was sie dann sagen. Weil das Schlimme an Animation ist und an einem Special Effect Video ist, man kann nicht einfach so schnell mal umschneiden, sondern das ist ein riesiger Prozess, wenn eine Änderung gemacht werden muss. Deshalb muss man immer wieder updaten und die müssen immer, bevor was gemacht wird, eigentlich sagen, ja, nein. Schnitt. So 2 Teile hauen wir raus, vom Anfang. Bevor das ist. Aber das Bild scheint immer dann eigentlich anders, ne? Ja klar, nur helle Sachen kommen rein. Die waren ein bisschen in Panik. Dass es zu dunkel war? Ja. Die waren so in Panik, dass sie am Anfang gleich irgendwelche marschierenden Ameisen haben wollten oder so. Nicht? Ja, ja. Was ist das? Hört sich doch gut an, oder? Im Rhythmus. Es war einfach eine Sache von ein paar Sekunden. Okay, also das ist zu lang, dann lass uns doch schneiden. Schneid doch einfach das Ding weg. Was sehr lustig war, ist, dass die Diskussion viel länger war. Was ist ein Takt? Und zwar, der Schlagzeuger hat gemeint, das wäre ein Takt. Dabei hatte Paul gemeint, nein, ein Takt ist 3, 4, 2, 3, 4. Das ging die ewige Diskussion. Alle haben diskutiert, wo ist der Takt, wo hört er auf, wo fängt er an. Bis dann irgendwie ich nicht mehr wusste, jetzt sag mir, wo schneide ich, wo gehe ich rein, wo gehe ich raus. Es ist immer schwierig, solche Clips im Vorfeld irgendwelchen Leuten zu zeigen. Also das hat man schon oft erlebt, dass die Band oder PM irgendwas sehen will und sieht da ein paar Szenen, die noch nicht fertig gerendert sind oder noch nicht composed sind und die nehmen das dann für bare Münze und denken, so wird der Spot und dann kriegen sie Angst. Also das mache ich unheimlich ungern, im Vorfeld schon was zu präsentieren, weil ich weiß, dass in den letzten 3 Tagen dann eigentlich das Eigentliche erst entsteht und bin ich jetzt auch noch gespannt, aber es wird immer besser. Und ich finde es doch toll. Links 2, 3, 4, links 2, links 2, links 2, 3, 4, links. Links 2, links 2, links 2, 3, 4, links. Links 2, 3, 4. Das Video am Schluss wird hoffentlich natürlich sehr spektakulär werden und so und alle wow. Und natürlich das Ziel wäre, wenn die Kids sich fragen würden, ist das echt oder falsch oder was davon ist echt und so weiter. Aber ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal, was weiß ich, was haben mit Horden von Gogo-Tänzerinnen in Mongolenkostümen und Schwertkämpfen und Unterwasserexplosionen, was auch immer irgendwie. Oder komplett was anderes. Beziehungsweise oder Rammstein, wie sie noch keiner kennt, irgendwie ganz nett zum Beispiel oder so oder lachend. Das muss ja reichen für euch.